Für rund 10 Tage befindet sich das Zentrum der Campingwelt hier in Düsseldorf, wo die weltweit größte Messe in Sachen Camping endlich wieder ihre Tore geöffnet hat. Die mittlerweile 63. Ausgabe des Caravansalon ist in der Tat die größte aller Zeiten, denn in diesem Jahr tummeln sich sage und schreibe 778 Aussteller auf 250.000 Quadratmetern, unterteilt in insgesamt 16 themenspezifischen Hallen sowie dem dazwischenliegenden Freigelände. Wie gewohnt verbringe ich die meiste Zeit auch dieses Jahr wieder hier in Halle 3, um die neuesten Faltquan-Modelle, all die Anpassungen an den bestehenden Zeltanhänger sowie das dazu passende Campingzubehör genauer anzuschauen, welches ja vielleicht schon bald auch Teil von unserem Faltcaravan-Setup werden könnte. Als Besitzer eines Camplet Passion Faltcaravans starte ich meinen Rundgang wie jedes Jahr beim Stand von Isabella. Das neueste Camplet-Modell namens Earth habe ich ja bereits im Rahmen der CMT in Stuttgart anhand des ersten Prototyps im Detail vorgestellt. Nun steht die finale Version auch hier auf dem Messestand, inklusive dem dazu passenden offenen Sonnendach sowie dem seither nochmals leicht überarbeiteten, komplett schließbaren Küchenzelt, welches ich mir künftig auch für den Passion wünschen würde. Allerdings wird der Camplet Earth nun doch nicht zum gigantischen Monster-Faltcaravan mutieren, da bis auf den Annex, das komplett schließbare Küchenzelt und das offene Sonnendach nun doch keine weiteren Anbauten mehr vorgesehen sind. Ich persönlich gehe jedoch stark davon aus, dass in den kommenden Jahren zumindest noch ein längeres Sonnendach wie beim Passion hinzukommen dürfte, welches dann auch wieder komplett geschlossen werden kann. Beim Camplet Passion und Camplet North wurden in diesem Jahr keine Änderungen vorgenommen, und doch gibt es eine große Neuerung für alle 3 Camplet-Modelle. Und zwar gibt es den gebremsten Zeltanhänger neu für ein zulässiges Gesamtgewicht von 750 Kilogramm anstelle der bis anhin nur 500 Kilogramm. Hätte ich also den neuen gebremsten Camplet Passion Zeltanhänger, so hätte dieser einfach mal eine maximale Zuladung von sage und schreibe 450 Kilogramm. Daneben steht hier in Düsseldorf auch erstmals eine Farbstudie des Camplet Zeltanhängers in Grau statt Weiß, zusammen mit zu dieser Farbe passenden schwarzen Felgen. Falls euch dieser übrigens genauso gut gefällt wie mir, dann lasst unbedingt einen Kommentar zur Farbe unter diesem Video, um auch Isabella zu zeigen, dass aus dieser Studie unbedingt ein finales Produkt werden sollte, welches zufällig auch perfekt zu meinem grauen Auto passen würde. In Sachen passendem Zubehör zum Camplet gibt es seitens Isabella in diesem Jahr nicht allzu viel Neues. Neben einem neuen Windschutz mit wahlweise 2 oder 6 Elementen wurde dem auch von uns genutzten ultraleichten Campingtisch in allen 3 Größen ein verbesserter Klappmechanismus spendiert. Und wer bereits mein erstes Fazitvideo nach dem Sommerurlaub gesehen hat, der kennt bereits die neue eingefasste Variante des Isabella Carpet, respektive den neuen Markisenteppich, welcher dadurch nicht mehr ausfransen und mit 4 integrierten Ösen direkt mit Heringen oder Tellerkopfschrauben fest am Boden befestigt werden kann. 2 Messestände weiter beim Hersteller Cabanon bekommen sämtliche Faltcaravan-Modelle gleich 4 Verbesserungen spendiert. Während die neuen sogenannten Powergrip-Schnellspanner den Auf- und Abbau erleichtern, findet man nun in allen Schlafkabinen sowohl eine integrierte Verdunkelung als auch ein Moskitonetz, mit dem man wahlweise die Schlafkammern verschließen kann, je nachdem, ob man gerade eine bessere Durchlüftung ohne nervige Insekten oder lieber etwas mehr Privatsphäre und Wärme sucht. Cabanon bietet für sämtliche Modelle nun auch eine neue optionale Küche an, deren Design mit der Arbeitsfläche in Holzoptik und dunkelgrauen Schubladen und Schränken mir persönlich sehr gefällt und natürlich wie gewohnt ans Heck des entsprechenden Zeltanhängers passt. Apropos Heck, hier findet sich auch gleich die 4. und letzte Neuerung seitens Cabanon, nämlich der Umstieg auf moderne LED-Rückleuchten bei sämtlichen Modellen. Die Marke Alpenkreuzer ist nach der letztjährigen Abwesenheit ebenfalls zurück auf dem Caravansalon, so dass man zum ersten Mal deren Faltcaravan-Modell Waterfront im neuen grünen Look begutachten kann, welcher den ursprünglich hellblauen Zeltstoff abgelöst hat, mit dem es allerhand Produktionsprobleme gab. Daneben soll der Hersteller dem Modell Campfire in dessen Frontbereich mehr Moskitonetze und einen optionalen Organizer spendiert haben. Allerdings kann ich selbst dazu leider keine weiteren Angaben machen, da dieses Modell in Düsseldorf leider nicht ausgestellt ist. Direkt nebenan bei Trigano gibt es neben dem bestehenden Topmodell Cherokee nochmals den Jumet Air zu sehen, welchen ich ja bereits im Rahmen der Deutschlandpremiere an der CMT in Stuttgart im Detail vorgestellt habe. Direkt daneben steht allerdings eine überarbeitete Version des Trigano Zambesi, welcher neu in einer trendigeren Farbkombination und mit einer neuen Vorzeltform daherkommt. Bei letzterem lassen sich übrigens noch optionale Seitenteile und eine Front mittels Reißverschlüssen anbringen, sodass man daraus dann auch ein komplett geschlossenes Zelt machen könnte. Nachdem die offizielle Vertretung von Trigano in Deutschland ja bereits im Januar die bekannte niederländische Marke Jumet ins Sortiment für Deutschland aufgenommen hatte, kommt nun zusätzlich die spanische Marke Comanche hinzu.
welche ich bereits vom Schweizer Markt her kenne. Ausgestellt waren hier im Caravansalon in Düsseldorf die zwei Modelle Montana und Kitan. Letzteres kenne ich persönlich jedoch bereits unter dem Namen Oregon. Bei Montana bzw. Montana Explorer handelt es sich um einen einfachen Zeltanhänger, ähnlich dem Trigano Itinea, bei welchem der aufgeklappte Deckel direkt zum Boden wird. Allerdings hat der Montana den Vorteil, dass sich das Bett nicht nur als Sitzbank nutzen lässt, sondern wenn man eben diese herunterklappt, sich das Bett entsprechend verlängert und man so um 90 Grad gedreht nebeneinander schlafen kann, ohne dass man über eine bereits schlafende Person kraxeln muss. Beim Modell Kitan respektive Oregon handelt es sich wiederum um einen zweiseitigen Klapper, ähnlich wie der Trigano Cherokee, welcher allerdings mit deutlich größeren Doppelbetten und einer fast schon riesigen Stehhöhe zwischen den beiden Schlafkammern sicher die ein oder andere großgewachsene Familie zu begeistern weiß. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie die Marke Comanche in Deutschland am Ende bei den Kunden ankommen wird. Bei den Kollegen von Opus kommen wir nun zum ersten tatsächlich neuen Faltcaravan-Modell am diesjährigen Caravansalon, und zwar dem komplett auf Offroad ausgelegten Modell ORX. Wie alle Opus-Modelle bläst sich dieser innerhalb von wenigen Minuten von selbst auf und kann dank zwei 40 Liter großen Wassertanks und Stauraum für zwei reguläre Gasflaschen auf der Deichsel auch völlig autark stehen. Mir persönlich hat es vor allem die riesige ausfahrbare Außenküche mit 4 Gaskochern, integrierter Spüle, Beleuchtung und sogar noch einer zusätzlichen ausziehbaren Arbeitsfläche angetan. Auch das im Lieferumfang enthaltene optional montierbare Trobendach, welches einem ermöglicht, die mit Moskitonetzen versehenen Dachfenster selbst bei Regen zu öffnen und so ein noch besseres Raumklima zu schaffen, ist eine wirklich coole Lösung. Doch zum ORX folgt in den nächsten Tagen sowieso noch ein detailliertes Video, bei dem ich auf alle Punkte noch im Detail eingehen werde. Allerdings hat Opus für dieses Jahr noch etwas ganz Besonderes neu im Angebot, was leider aus platztechnischen Gründen nicht mehr auf den Messestand gepasst hat. Deshalb fand die Europapremiere des Opus Smart Tents kurzerhand neben meinem Falthaus auf dem wunderschönen Campingplatz Rheincamping Meerbusch statt. Auch wenn es sich dabei natürlich nicht um einen Faltkarawan handelt, so fand ich das Ganze dennoch sehr interessant, da es sich halt nicht um eines dieser billigen Familienzelte handelt, welche am Gardasee keinen einzigen Hagelsturm überleben würden, was ich leider bereits live miterleben durfte. Denn die Opus Smart Tents bestehen aus dem gleichen Zeltmaterial wie die Opus Faltcaravan-Modelle. Das Ganze gibt es in zwei Ausführungen, ein T46 für 4 bis 6 Personen und ein T24 für 2 bis 4 Personen, welches ich hier vor Ort testen konnte. Der Clou an der Sache ist, dass diese je nach Modell über 2 bis 5 sogenannte Blowbank-Akkus verfügen, welche für den Aufbau außen eingesetzt werden und so in nur 3 Minuten das Zelt von alleine aufbauen bzw. aufblasen, so wie man es halt von den Opus-Faltern her kennt. Anschließend kann man diese Akkus entnehmen und im Inneren anbringen, um dann die integrierte dimmbare LED-Beleuchtung und sämtliche Geräte, welche über ein USB-C-Kabel verfügen, zu versorgen bzw. wieder aufzuladen. Der Abbau geht sogar noch leichter als der Aufbau, aber auch das zeige ich demnächst noch in einem eigenständigen Video. Also unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls du dies nicht eh schon getan hast. Nach diesem unerwarteten Abstecher zum smarten Zelt finden wir uns fast genauso unerwartet auf dem Messestand von Vigo wieder, welche eigentlich für ihre Vorzelte bekannt sind. Denn das Unternehmen TPV, welches sich auf Anhänger spezialisiert und in der Vergangenheit bereits eigene Zeltanhänger produziert hat, geht in diesem Jahr unter der deutlich bekannteren Marke Vigo mit einem neuen Faltkarawan an den Start, bei dem für einmal der Anhängerdeckel zum Bett wird und das Zelt wahlweise mit einer manuellen oder automatischen Pumpe in 4 bis 5 Minuten aufgeblasen werden soll. Der Clou an der Sache ist, dass das Ganze auf dem Yanuk Air System von Vigo basiert und sich so der Vigo Faltkarawan mittels genau dieser Module nach Belieben zu Front und beiden Seiten hin erweitern lässt. Aber auch hierzu kommt in den kommenden Tagen noch ein ausführlicheres Video. Und ja, man kann noch eine dezentere Farbkombination als das Vigo Rebel Camouflage Design wählen, welches sich eher für die Kriegsführung im Winter eignet. Bei den Kollegen von Campus gab es übrigens dieses Jahr für einmal nichts Neues. Allerdings haben diese ja im vergangenen Jahr bereits sämtliche Zeltanhänger erneuert und ein komplett neues Faltkarawan-Modell vorgestellt, weshalb sich Campus definitiv eine Pause gönnen darf. Auch bei Campwerk gibt es in diesem Jahr nichts Neues aus dem Faltkarawan-Bereich. Allerdings sind sie eine ideale Überleitung zu meinen persönlichen Zubehör-Highlights, denn Campwerk zeigt im Rahmen des Caravansalons den noch namenlosen Prototypen eines Hängeschranks, welcher natürlich nicht nur für Dachzelte, sondern auch Zeltanhänger passen. Dank Kederleiste, Karabinerhaken und Klippverschlüssen fürs Gestänge passt das Ganze überall hin und bietet 4 große, per Reißverschluss schließbare Ablagefächer und ist dabei übrigens so breit wie 2 von uns genutzte Eurotrail-Hängeschränke,
dafür einfach etwas weniger lang bzw. hoch. Und wir bleiben gleich beim Thema Schränke und Organizer, denn auch Westfield Outdoors, welche sonst eher für unsere bequemen und ultraleichten Campingstühle bekannt sind, steigt in diesem Jahr neu in diesem Bereich ein, und zwar gleich mit 3 verschiedenen Varianten, wobei mir persönlich erstere mit den magnetisch schließbaren Fächern am besten gefällt. Allerdings ist dies noch gar nicht mein eigentliches Highlight von Westfield. Ich schwärme ja immer zu, wie erst gerade eben, von unseren 4 Eurotrail Hängeschränken, welche direkt zu Hause mit den Kleidern bepackt, zum Transport in die Dachbox gelegt und auf dem Campingplatz nur noch ans Gestänge unseres Faltkarawans gehängt werden. Doch nicht jeder Zeltanhänger hat halbwegs horizontale Seitenstangen, um dies zu ermöglichen. Und genau hier setzt Westfield mit seinem neuen Modularsystem an. Hierbei wählt man ein zusammensteckbares Schrankgestell in der gewünschten Höhe und kann dann fast schon quadratische Taschen zu Hause bepacken, zum Transport in den Kofferraum oder die Dachbox werfen und auf dem Campingplatz dann einfach in dieses Gestell einsetzen. Wobei die Taschen auch noch bequem von oben beladen und am Ende von der Seite her genutzt werden können. Wir nutzen als 4-köpfige Familie ja aktuell eine größere Dometic CFX3 Kompressorkühlbox, welche in der Anschaffung verhältnismäßig teuer war. Im Rahmen des Caravansalons hat Dometic nun aber die CFX2-Serie angekündigt, welche zwar etwas weniger robust ist als die CFX3, sprich auf noch mehr Kunststoff setzt, aber seien wir mal ehrlich, allzu viele Strapazen muss sich diese im normalen Campingalltag auch nicht unterziehen. Die CFX2-Serie gibt es in 4 verschiedenen Größen, wobei hier an der Messe nur die kleinste 28 Liter Variante ausgestellt war und sind preislich 200 bis 300 Euro günstiger als die CFX3-Brüder, ohne dabei übrigens Bequemlichkeiten wie die App-Anbindung oder einen USB-Ladeanschluss einzubüßen. Daneben wurde mit der Dometic PLB 15, was Marketingdeutsch für portable Batterie mit 15 Ampere-Stunden steht, eine hocheffiziente und leistungsstarke Lithium-Eisenphosphat-Batterie angekündigt. Diese verfügt neben einem USB-A und einem USB-C-Anschluss für Smartphones, Tablets und Laptops eben auch über einen 12-Volt-Anschluss, um sämtliche Dometic-Kühlboxen autark oder während eines Stromausfalls betreiben zu können. Hier vor Ort wurde konkret angegeben, dass sich mit der PLB 15 eine Dometic CFX3 35 Kompressorkühlbox für ca. 23 Stunden auf 5 Grad betreiben lässt. Die Batterie selbst verfügt über eine integrierte Ladestandsanzeige und kann sowohl per Steckdose, Autoladekabel als auch Solarmodul aufgeladen werden. Daneben lässt sich das Ganze auch gleich als Taschenlampe nutzen, was den Tragegriff auf der Oberseite erklärt. Auch Kärche ist in diesem Jahr in Halle 3 anzutreffen, wobei mir persönlich 2 neue Produkte ins Auge gestochen sind, welche sich für den Einsatz im bzw. um den Faltkarawan herum eignen würden. Zum einen wäre da mit dem OC3 Foldable ein faltbarer mobiler Niederdruckreiniger, mit dem man dreckige Bodenplanen, Faulstreifen und sogar das Geschirr reinigen könnte. Aufgefaltet passen darin insgesamt 8 Liter Wasser, wobei der Akku rund 15 Minuten Dauerbetrieb aushalten soll. Andererseits gäbe es da noch den ultrakompakten, ebenfalls akkubetriebenen CVH3 Handstaubsauger mit integriertem HEPA-Filter. Dieser verfügt über 2 verschiedene Saugstufen und soll bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit haben, bevor man ihn wieder ganz einfach über USB-C aufladen kann. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an meine persönliche Odyssee in Sachen LED-Lichterketten. Nun hat der Sunnyside mit dem Camplight Tau neu ein 6 Meter langes, wetterfestes Seil, welches mit bis zu 150 Kilogramm belastbar ist, sprich also auch als Sturmabspannung für einen Zeltanhänger oder ein Vorzelt genutzt werden kann, im Angebot. Und darin eingewoben sind tatsächlich stufenlos dimmbare LED-Leuchten, welche praktischerweise auch gleich die abendlichen Stolperfallen markieren. Das Einzige, was man noch benötigt, ist eine Powerbank mit USB-C-Anschluss, welche man dann direkt in den bereits im Lieferumfang enthaltenen Dryback stecken kann, damit diese auch gleich vor der Witterung geschützt ist. Neben einer warmweißen Variante gibt es das Ganze zusätzlich in Orange-Rot, wobei letzteres natürlich den Vorteil hat, dass es bis zu 90% der Insekten fernhalten soll, welche sonst von solchen Lichtquellen angezogen werden. Die Links zu all den neuen Faltcaravan-Modellen und Campingprodukten, welche im Rahmen des Caravansalon Düsseldorf 2024 vorgestellt wurden, sofern diese von den Herstellern bereits aufgeschaltet wurden, findest du natürlich wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. In den kommenden Tagen folgen dann noch die ausführlicheren Videos zu den neuen Faltcaravan-Modellen, welche ich dir dann in die Playlist hier oben packen werde. In der Zwischenzeit kann ich dir sonst die Playlist hier unten empfehlen, welche dir unter anderem eine komplette Tour durch unseren aufgeballten Faltkarawan und dessen Stromverteilung gibt. Bis zum nächsten Video und frohes Campen!